ein wenig furchteinflößend aussieht, soll die Lebensqualität verbessern. Laserstrahlen gegen Inkontinenz. Hierbei wird vom Arzt das überdehnte Gewebe der Muskulatur und des Bindegewebes in der Vagina mittels Laserlicht gestrafft. Somit wird die Patientin kontinent. Denn nicht selbst den nächsten Toilettengang steuern zu können, kann kein Ziel sein, so Chefarzt Andrzej Kuschka. Wir wissen jetzt mehr über Inkontinenz. Vor Jahren haben wir gedacht, das Thema betrifft ältere Damen, die unsere Omis waren. Jetzt wissen wir, dass leider betrifft das Thema bei viel jüngeren Patienten. Das sind Frauen, die 30, 40, 50 sind. Während die häufigste Ursache einer Inkontinenz beim Mann eine altersbedingte Vergrößerung der Prostata ist, gibt es bei Frauen bereits in jungen Jahren verschiedene Ursachen, oftmals nach Schwangerschaften. Denn im Beckenboden liegt einer der wichtigsten Muskelgruppen des Körpers. Wie ein dicht gewebtes, elastisches Sprungtuch verschließen die Muskeln das Becken nach unten und stützen nach oben die inneren Organe. Während einer Geburt können Bänder und Muskeln überdehnt werden oder sogar reißen. Es entsteht Inkontinenz. Zum Teil können gezielte Übungen gegen Inkontinenz helfen. Bundesweit sind 10 Millionen Menschen betroffen. Alles beginnt so harmlos mit dem unfreiwilligen Urinverlust erst tröpfchenweise bei gewissen Aktivitäten. Bei voller Blase steigt der Druck im Bauch, wenn man hustet, lacht oder geht man laufen, und dann überträgt sich auf die Harnröhre und öffnet, wie ein Trichter öffnet sich die Harnröhre und dann kommt Urin ab. Margarete Krebs kennt das Leiden am eigenen Leib. Das Thema ist in der Gesellschaft tabubehaftet und die Inkontinenz leider auch sichtbar. Und es war dann auch oft so, dass ich im Sitzen dann beim Aufstehen gemerkt habe, dass auch auf dem Stuhl was zurückgeblieben ist. Und da kann man ja Abhilfe schaffen, aber auf Dauer wollte ich das halt nicht anstehen lassen. Bei der Patientin wird im Frankfurter Heiliggeist-Hospital ein Band fixiert. Dadurch wird die Harnröhre angehoben. Der unkontrollierte Harndrang geht zurück. Das geht jetzt viel besser und das ist mir seit der Zeit nicht mehr passiert. Also das war dann schon nach der OP gleich so, dass da eine Verbesserung war. Bei leichter Inkontinenz hilft ein einfacher Ring, ein Pessin. Eine ambulante Methode, die minimalinvasive Behandlung mit dem Hydrogel-Bulkamid. Hierbei wird die Harnröhre ebenfalls angehoben. Ein Lasereingriff sollte bei leichter bis mittelschwerer Inkontinenz die erste Wahl bleiben, so der Arzt. Eine Methode frei von Fremdkörpern. Laser wirkt oder beginnt nach 12 Wochen. Es heißt, nach 3 Monaten, wenn wir angewendet haben, die Frauen verspüren diese richtige Wirkung und die Frau beginnt zu kontinent zu sein. Die Laserbehandlung ist nach Rücksprache mit der Krankenkasse möglicherweise auch eine Kassenleistung. Deshalb nicht einfach laufen lassen, sondern medizinische Hilfe aufsuchen, damit der Körper die Blase kontrolliert und nicht umgekehrt.